Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute besuche ich die Burgschäferei in Querfurt und hier erfahrt ihr ganz interessante Anekdoten über das Leben der Bauern. Nicht weit entfernt von der Burg Querfurt befindet sich die alte Burgschäferei. Sie wurde 1498 in einem Inventarverzeichnis der Burg Querfurt erstmals urkundlich erwähnt als Schäferei vom Schlosse und diente als zusätzliche Versorgungsstätte für die Burgbewohner. Im Dreißigjährigen Krieg brannten die Schweden 1632 die Schäferei nieder. 20 Jahre später erfolgte der Wiederaufbau des Hofes. Seine älteste bekannte Darstellung befindet sich auf einem Kupferstich von Matthäus Merian. 1654 schrieb Caspar Schneider in seiner Querfurter Chronik von einer kurfürstlichen Schäferei und einem dazugehörigen großen Obstgarten. Mit dem Ende der Dreifelderwirtschaft Mitte des 18. Jahrhunderts verringerte sich die Schafhaltung und die Burgschäferei verlor an Bedeutung. Nach dem Wiener Kongress 1815 fiel das kursächsische Gebiet um Querfurt an Preußen und die Schäferei wurde Bestandteil der preußischen Staatsdomäne Querfurt-Weidenbach. Heute bietet die alte Burgschäferei mit dem darin befindlichen Bauernmuseum verschiedene Ausstellungsbereiche, die Einblicke in das bäuerliche Leben gewähren. Zu sehen gibt es zum Beispiel das alte Bauernhaus mit zum Teil originaler Einrichtung wie Bauernküche, Schlafzimmer und einer Ausstellung von Waschgeräten und Waschutensilien. Eine Dorfschmiede, eine Stellmacherei und eine Sattlerei erinnern an die handwerklichen Berufe, die für bäuerliche Arbeiten eine große Bedeutung hatten. Historische Arbeitsgeräte der letzten 100 Jahre vermitteln zudem eine Vorstellung von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern und der Landbevölkerung. Außerdem werden verschiedene mit der Landwirtschaft in Verbindung stehende Berufe wie der Schmied, Fleischer oder Schäfer vorgestellt. Doch wie sah das Leben auf dem Land im Mittelalter aus? Die große Mehrheit der Menschen lebte auf dem Land. Im Frühmittelalter noch über 95%. Am Ende des Mittelalters, als die Städte immer größer geworden waren, immer noch über 80%. Über das Leben der Menschen auf den Bauernhöfen und in den meist ganz kleinen Dörfern wissen wir nur wenig. Sie gehören zu den sogenannten stummen Gruppen. Sie konnten nicht schreiben, haben also auch keine schriftlichen Quellen überlassen. Eine der wenigen Schilderungen, die eine Vorstellung über das ländliche Alltagsleben gibt, stammt erst aus dem frühen 16. Jahrhundert, also am Beginn der Neuzeit. Der Priester Johannes Böhm schrieb 1520. Der letzte Stand ist derer für die, die auf dem Lande in Dörfern und Gehöften wohnen. Ihre Lage ist ziemlich bedauernswert und hart. Sie wohnen abgesondert voneinander mit ihren Angehörigen und ihrem Viehstand. Hütten aus Lehm und Holz mit Stroh gedeckt. Geringes Brot, Haferbrei oder gekochtes Gemüse ist ihre Speise, Wasser und Molken ihr Getränk. Ein leinener Rock, ein paar Stiefel, ein brauner Hut ist ihre Kleidung. Das Volk ist jederzeit ohne Ruhe, arbeitsam. Dabei hatten sich die Lebensverhältnisse zum Ende des Mittelalters schon gebessert, denn neue Arbeitsgeräte wie zum Beispiel der Pflug aus Eisen oder neue Arbeitstechniken wie die Dreifelderwirtschaft brachten höhere Erträge in der Landwirtschaft. Im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters wuchs deshalb die Bevölkerung in Europa stark an. Nach Schätzungen von etwa 24 Millionen Menschen um das Jahr 1000 bis auf 54 Millionen um 1340.
Durch die große Pest 1348/49 ist die Bevölkerungszahl anschließend wieder geschrumpft auf ungefähr 38 Millionen Menschen. Dass die Bauern ein armseliges Leben führen mussten, hatte auch mit ihrer Abhängigkeit zu tun. Die meisten Menschen auf dem Land waren nicht frei, sondern unterstanden einem Grundherren. Sie bekamen Land geliehen, daher der Name Lehnswesen, und mussten im Gegenzug Abgaben meist in Form von Naturalien leisten. Das Lehnswesen setzte sich nach oben fort. Die Grundherren erhielten ihre Ländereien als Lehen von einem Fürsten, einem Bischof oder einem Kloster. Auch sie mussten Abgaben an ihre Lehnsherren leisten. Über Jahrhunderte bis in die Neuzeit war das Dorf Lebensmittelpunkt der meisten Menschen, der Ort, wo man schlief, aß, arbeitete und feierte. Der technische Wandel war in der Landwirtschaft nicht zu übersehen. Wer konnte, kaufte sich in den 50ern einen Traktor. Alles noch kleine Maschinen, keine Kolosse. Es ging bescheidener zu. Wenn es zu mehr nicht reichte, nahm der Jungbauer eben die Ecke, die bis dahin noch von Pferden oder Kühen gezogen worden war, band sie an den Bulldog und rief den Knaben, dass er bitte als Gewicht mitfahren möge. Zu den typischen Arbeiten, die man in der Landwirtschaft den Frauen überließ, zählte das Heuwenden, zu erledigen nach der ersten Mahd, nach dem ersten Mähen, Ende Juni und Mitte August. Das trockene Gras wurde bei der Heuernte auf den Wagen gestemmt. Noch gar nicht so lange her, da machten die Bauern die Kartoffeln noch mit einer mehrzackigen Hacke aus oder mit einem Misthacken. Schwere Arbeit. Dann waren die Erdäpfel vom Kraut zu trennen, mussten noch kurz abtrocknen, bis man sie in Körbe las, auf einen Ackerwagen schüttete und auf dem heimischen Hof in den Kartoffelkeller beförderte oder mit dem Dämpfer zu Schweinefutter verarbeitete. Daneben war sie die viel zitierte Kuh des kleinen Mannes, die Ziege. Sie gab Milch und folglich Käse und Butter, zartes Fleisch. Das aber jeweils nur einmal. Und sie war für kleine Wagen auch ein Zugtier. Zur Viehhaltung gehörte immer schon der Vergleich und Wettbewerb, meist im Rahmen der Herbstmärkte. Wer züchtete die besseren Tiere, die robusteren Pferde, die Kühe mit der höchsten Milchleistung, die Schweine mit möglichst geringem Fettanteil? Am frühen Morgen ging es raus aufs Feld. Ob man schon von Wohlstand sprach? Sicher aber ging's den einen besser und den anderen weniger gut. Ordentlich zu tun hatten sie aber immer schon, die Menschen, deren Lohn von der Hände Arbeit und allein schon wetterbedingt von Gottes Fügung abhing. Da war es eigentlich egal, ob sie nur ein kleines Land ihr eigen nannten und 2, 3 Ziegen oder ein bisschen mehr Land sowie Kühe, Ochsen oder gar Pferde, die das Bewirtschaften erleichterten. Endlich Pause. Das Frühstück bei der Feldarbeit war ein ums andere Mal ein kleiner Höhepunkt. Je mehr Erntehelfer dabei waren, desto üppiger wurde aufgetischt. Kaffee gab's aus Milchkannen, zudem Mineralwasser und in ganz seltenen Fällen eine Silberlimonade. Dazu Bauernbrot, Hausmacherwurst, Essiggurken und Senf. Vesper auf dem Feld mit Wurst und Brot in der Hand. Das Leben gab, was man brauchte, aber mithin auch nicht viel mehr.
Drogerien entstanden aus mittelalterlichen Arzneimittelhandlungen. Lange Zeit durften Heil- und Giftkräuter ausschließlich in Apotheken verkauft werden. Erst nach einer kaiserlichen Verordnung war es ab 1872 in Deutschland erlaubt, mit Arzneidrogen und Kräutern auch in besonderen Geschäften, den Drogerien, zu handeln. Überdies fertigten Drogisten auf Wunsch der Käufer selbst Zahncreme, Zahnpulver, Backpulver, Hautcreme, Schuhputzcreme und Blechputzmittel aus verschiedenen Zutaten. Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörte in den Wintermonaten das Hausschlachten zu den üblichen Arbeiten auf einem Bauernhof. Geschlachtet wurden vor allem Schweine. Die große Wäsche war bis in das frühe 20. Jahrhundert sehr zeitaufwendig und ein enormer Kraftakt, den in den Haushalten fast ausschließlich Frauen erledigten. Die Kleidung wurde mit der Hand gewaschen, gespült, ausgewungen und gebleicht. Meist stand die große Wäsche nur 2- oder 3-mal im Jahr auf dem Arbeitsplan, nämlich außerhalb der Erntezeit im Frühling und Herbst, wenn die Landleute Zeit hatten und es nicht zu kalt war. Daher musste der Vorrat an Bett- und Tischwäsche sowie an größeren Kleidungsstücken ausreichend groß sein. Zudem hat man Kleidungsstücke im Gegensatz zur heutigen Zeit seltener gewechselt und zum Beispiel Hemden bis zu 14 Tage lang getragen. Bettzeug wurde mitunter monatelang nicht ausgetauscht. Erste mechanische Waschmaschinen wurden bereits im 18. Jahrhundert entwickelt. Eine wirkliche Erleichterung für die Frauen gab es allerdings erst ab den 1920er Jahren durch elektrische Waschmaschinen und Wäscheschleudern, die verschiedene Arbeitsschritte vereinten. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel Interessantes über die Burgschäferei erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Bogenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!